Mich am Arsch! Hilf mir mal, Boy. Hallo liebe Zuschauer, heute grüße ich von einem für mich persönlich ganz besonderen Ort. Ich bin in Fort Walton Beach, das liegt im Nordwesten Floridas, ungefähr zwischen Pensacola und Panama City am Golf von Mexiko. Ich hatte das Glück, dass zwei meiner Tanten vor über 30 Jahren hierhin ausgewandert sind, hier Wurzeln geschlagen haben und sich, laut ihrer Aussagen zumindest, immer über meinen Besuch freuen. Destin, Fort Walton, Grayton Beach, die Gegend hier, die Region, ist eine der besten Plätze zum Angeln überhaupt auf der ganzen Welt. Besonders bekannt ist der Ort hier allerdings für seine Salzwasserfischerei. Also der Golf von Mexiko bietet tolle Möglichkeiten, selbst vom Ufer aus. Denn hier gibt es einen sehr langen Pier, 400 Meter geht er ins Wasser rein. Nachdem ich meinen Jetlag überwunden hatte, habe ich mir auch gleich meine Reiseroute geschnappt. Bin auf dem Pier, habe mich mit meinem Kumpel Jojo getroffen und direkt auf Anhieb konnten wir eigentlich ganz gute Erfolge verbuchen. Heute muss ich allerdings sagen, widme ich mich einem ganz anderen Thema. Daniel, der ja auch aus südlichen Gefilden kommt, hat mir gesagt, Toni, du darfst auf keinen Fall wiederkommen, ohne a Largemouth Bass gefangen zu haben. Manchmal ist das Gute viel näher, als man denkt. Meine Tante hat einen wunderschönen Garten, hier direkt hinter mir mit einem kleinen Teich. Und bisher bin ich irgendwie nie auf die Idee gekommen, hier überhaupt mal die Rute auszuwerfen. Ich wusste, dass da Karpfen drin sind, aber eben von Raubfischen war mir bisher nichts bekannt. Ja, seid dabei bei meinem kleinen Experiment. Ich habe ein ganz bisschen Tackle, sehr, sehr spärlich, aber ich werde jetzt versuchen, hier einen Largemouth Bass rauszuziehen. Kommt mit! So, mein Tackle ist bereit. Ich habe hier eine Savage Gear Roadrunner Reiseroute. 20 bis 70 Gramm, natürlich etwas überdimensioniert. Bin hier aber ja eigentlich zum Meeresangeln. Auch eine Meeresrolle. Ich denke, das sollte trotzdem funktionieren. Als Köder benutze ich erstmal ein Spinnerbait. Der flog hier noch im Haus rum, hat mein Bruder wahrscheinlich als letztes mitgeangelt. Ja, hier im flachen Teich auf Barsch könnte ich mir gut vorstellen, dass das gut funktioniert. So, jetzt kommt was ich eigentlich nicht machen wollte, aber aufgrund der mangelnden Möglichkeiten mache ich es jetzt einfach mal. Und zwar, das ist hier ein Prototyp Drunkbait, Bloody Mary Brigitte und Curacao Carsten. Das ist unser eigens entwickelter Köder. Ich probiere es jetzt erstmal mit Bloody Mary Brigitte, rot-schwarz. Auch wenn hier relativ klares Wasser ist, denke ich, dass das für Barsch ganz gut sein könnte. Schauen wir mal. So Leute, da war mein erster Largemouth Bass, der gehangen hat. Unglaubliches Gefühl, muss ich sagen. Ganz anders als ein Flussbarsch in Deutschland. Hat sofort richtig Druck gemacht, ist unters Schilf geflüchtet, hat sich freistrampeln können. Aber jetzt bin ich richtig angefixt. Jetzt kriegen wir einen. So, mein erster Largemouth Bass überhaupt. Ich weiß nicht, ich glaube, den Drell haben wir nicht drauf leider. Der Fisch ist hinten 2-3 Mal, dann hier vorne noch 2-3 Mal richtig aus dem Wasser gesprungen im Drill. Fast wie eine Forelle. Also
Ja, mit unseren Barschen überhaupt nicht zu vergleichen. Richtig geil. Macht ultra Bock. Ich hoffe, ich krieg noch einen. Nächster Largemouth Bass. Wieder auf denselben Köder. Ein bisschen kleiner als der erste. Aber total geil, dass es funktioniert. Also das nächste Mal, wenn ich hier hinkomme, da könnt ihr euch ganz sicher sein, wird auf jeden Fall eine Fliegenroute mit an Bord sein. Und irgendwas Libellenartiges, weil man ganz klar sehen kann, jetzt hat der Regen eingesetzt, aber bevor es geregnet hat, haben die Barsche ständig nach irgendwelchen Libellen an der Wasseroberfläche geschnappt. Ich glaube, das würde hier auch sehr, sehr gut gehen. So Leute, der kurze Angeltag ist auch schon wieder vorbei. Ich hoffe, ihr konntet einen kleinen Eindruck gewinnen, wie das Süßwasserangeln in Florida ablaufen kann. Wir haben heute auf jeden Fall auch was gelernt, nämlich dass unser Köder Drunkbait auch Largemouth Bass fängt und zwar gar nicht so schlecht. Checkt ihn einfach mal aus auf www.drunkbait.de. In unserem Shop oder im Angelladen eures Vertrauens gibt es derzeit einige Farben bereits, diese hier noch nicht, das ist ein Prototyp. Schaut euch aber einfach mal die anderen Farben an. Wenn in eurem Angelladen noch keine vorhanden sind, einfach mal ganz höflich beim Chef nachfragen, was die Scheiße soll. Ansonsten werde ich die Kamera auch noch mal mit aufs Meer nehmen und gucken, ob wir da noch was Schönes vor die Linse kriegen. So Leute, ich wollte die Kamera auch noch mal mit zum Salzwasserfischen nehmen. Wir sind hier am Hafen von Destin. Auf der rechten Seite geht es rein in die Bucht, in die Brackwassergebiete. Hier draußen ist der Golf von Mexiko und hier geht so eine Buhne raus, vielleicht 400 Meter oder so. Auf der rechten Seite Golf, auf der linken Seite diese Hafeneinfahrt. Ein ziemlich schöner Platz zum Fischen. Ich bin mit meinem Cousin Freddy heute hier hingegangen. Wir wollten einfach nur ein paar Würfe machen. Wir wurden auch direkt belohnt, nicht mit Fisch, sondern mit einem wunderschönen Schauspiel von Delfinen. Und ja, Freddy angelt nicht viel. Ich habe ihm so eine Walmart-Billigangel in die Hand gedrückt und damit kam er nicht besonders weit. Und dann habe ich mir meine Route gegeben. Er wirft den Köder raus, dann sagt er, oh, da ist was Großes. Und plötzlich knallt es in der Route. Das Ding ist krumm wie ein Flitzebogen. Und Freddy weiß gar nicht mehr, was los ist. Und sagt, Toni, komm, ich glaube, hier ist was Riesiges dran. Übernimm mal. Leute, guckt euch einfach selber an, das war mega, mega geil. Hol ihn da raus! Wo ist er denn? Dauert noch eine Weile. I think I probably need to go in the water. Bin schon drin. Come on!
Fluhe. Was für ein Fisch! Alter Schwede! Damit haben wir nicht gerechnet. Boah! Meine Fresse! Was für ein Vieh! What a redfish, huh, Freddy? Yep. Yep. That's a big boy right there. Leute, was war das für eine geile Geschichte. Es war der schwerste Fisch, den ich je gefangen habe, auf jeden Fall. Ein Redfish. Der kommt hier im Salzwasser und im Brackwasser vor. Gerade um diese Jahreszeit wird er in Strandnähe. Da kann man auch wirklich große Exemplare fangen. Vielen Dank auch an dich, Freddy, dass du mitgemacht hast. Ist übrigens ein sehr, sehr guter Speisefisch. Die Amis haben hier allerdings sinnvollerweise ein Entnahmefenster für Redfish, also zu große werden genauso zurückgesetzt wie zu kleine. Deswegen darf der jetzt wieder auf Welttournee gehen. Meine Fresse. Mein Köder sieht mittlerweile so aus, Meerforellenblinker aus Deutschland, einmal komplett durchgebogen. Ich bin absolut überwältigt, dass diese ganze Konstruktion hier gehalten hat, mein Knoten gehalten hat, das 33er Fluo gehalten hat und die Roadrunner von Savage Gear auch mitgemacht hat. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die kleine Salzwasserpassage auch gefallen. Ich sage Tschüss, macht's gut. Ciao.